Auto ist eine Waffe. Wir haben eine Endgeschwindigkeit von 324. Das ist so gefühlt, als ob du auf der Straße sitzt. Das ist Wahnsinn. Meine Scheibenwischanlage funktioniert schon nicht mehr richtig bei 200 km/h. Das nervt mich. Das nervt mich ziemlich. Herzlich willkommen heute auf meinem YouTube-Channel. Es geht um eure Frage, die ihr gestellt habt. Wie teuer ist ein Sportwagen? Sportwagen anzuschaffen ist schon teuer, aber wie teuer ist das Auto im Unterhalt? Hier habe ich einen McLaren 600 LT Spider, niegelnagelneu. Und jetzt vergleichen wir mal die Kosten mit einem aktuellen Golf 8, damit ihr ein Gefühl bekommt, was hier eine Satzbremse kostet und was bei einem Golf 8 zum Beispiel eine Satzbremse kostet. Los geht's! Das Auto, so wie es hier steht, hat ungefähr einen Listenpreis von 280.000 €. 600 PS, Vollheck. Alleine diese Flügeltüren, das ist doch geil, oder? Wir fangen mal an mit den Reifen. Das sind extra Mischreifen nur für McLaren, deswegen haben wir hier ein Label drauf, MC. Das ist auch im Fahrzeugschein sogar so vorgegeben, dass du nur diese Bereifung fahren darfst. Die liegen ungefähr, wenn wir 4 neue Reifen brauchen, bei ungefähr 1.500 €. Bei einem 17 Zoll Golf 8 liegen wir ungefähr bei 440 €. Also 1.500 €, 440 € Golf 8. Dann kommen wir zu der Bremsanlage. Hier haben wir eine Keramikbremsanlage. Wenn hier die Keramikbremsanlage bei der McLaren fällig ist, Scheibe inklusive Klötze liegen wir ungefähr bei 15.000 €. Und bei den Golf 8 liegen wir bei 800 €. Daran könnt ihr schon mal, das sind schon mal die Mega-Unterschiede. Jetzt geht es aber weiter. Die Frontscheibe bei der McLaren ist immer ein Riesenthema. Die Frontscheibe bei der McLaren ist an dein Carbon-Monocoque verklebt. Das heißt, dein Carbon-Monocoque arbeitet die ganze Zeit. Je nachdem, wie schnell du fährst, wenn du im Track-Modus bist und so weiter, es arbeitet. Carbon arbeitet immer. Und wenn du Pech hast, hast du auch ohne einen Steinschlag mal einen Riss in der Scheibe. Und die Scheibe ist so speziell, dass du das auch nur bei McLaren machen kannst. Dementsprechend kostet so eine Scheibe ungefähr 6.500 €. Bei einem Golf 8 kannst du es bei jeder beliebigen Firma erneuern, deine Scheibe, und liegst ungefähr bei 800 €. Kommen wir zur Hauptthematik. Die Lackierung. Die Lackierung spielt bei McLaren eine ganz, ganz große Rolle, weil alle Farbtöne, die ihr bei McLaren seht, sind patentiert. Die sind patentiert nur für McLaren. Kein Lackierer kann die Farbe anmischen und kein Lackierer hat die Farbe einfach da. Wenn du einen Golf hast, einen Mercedes hast oder sonstiges, dann gibst du die Farbnummer zu jedem beliebigen Lackierer, der tippt die Farbnummer ein und dann wird die Farbe genauso gemischt und das war's. Hier musst du halt gucken, wie viel Farbe du brauchst, musst zum nächsten McLaren-Händler fahren und musst die Farbe bestellen, laut Fahrgestellnummer. Dann wird die Farbe im McLaren-Werk angemixt und dann kommt das per Post zum Lackierer und dann kann der Lackierer damit arbeiten. Unterschied, ein Kotflügel bei einem, also wenn wir nur hier einen Kotflügel nehmen, kostet bei einem McLaren mindestens 1.500 € Lackierung. Bei einem Golf 8 liegen wir ungefähr bei 300 € Lackierung. Das kommt nochmal on top. Und dann kommen wir zum großen Thema, unser V8 Motor. Biturbo. Wie ihr seht, gibt es hier gar keine Motorhaube, nichts. Das heißt, ich habe keinerlei Möglichkeiten, an meinen Motor zu kommen. Null. Hier gibt es nichts. Das ist alles fest. Das ist meine Auspuffanlage. Okay? Und hier ist alles fest. Es ist auch kein Hebel drin, was du ziehen kannst. Das heißt, das Auto muss zu McLaren. Das Auto muss bei McLaren gemacht werden. Eine Inspektion kostet dich hier 1.500 € circa pro Jahr, je nachdem, wie groß es ist und wie viele Kilometer du gefahren bist. Eine Durchschnittsinspektion bei einem Golf 8 liegt ungefähr bei 400 €. Das sind die großen Unterschiede. Jedes Auto in Deutschland muss versichert sein, das wissen wir alle. Versicherungskosten bei einem McLaren Standard bei 10.000 Kilometer pro Jahr, was ja nicht viel ist, liegen wir ungefähr bei einem Vollkasko bei ca. 2.900 bis 4.000 € pro Jahr.
bei einem Golf, der Golf wird ja auch sehr, sehr hoch eingestuft, weil die Unfallstatistik ja hoch ist, liegen wir höchstens bei 800 bis 1000 Euro im Jahr. Das heißt, hier sind wir ungefähr bei 3- bis 4-fachen höher. Wenn einer in der Lage ist, für 280.000 Euro sich ein Auto zu kaufen, dann dürfen diese Kosten eigentlich keine Rolle mehr spielen. Aber ein Sportwagen kann ja auch 80.000 Euro kosten. Nehmen wir zum Beispiel den Ferrari F430. Der liegt durchschnittlich zwischen 80.000 bis 100.000 Euro. Das heißt ungefähr 180.000 Euro günstiger als der McLaren. Aber selbst da kostet eine Inspektion 1.500 bis 2.000 Euro, eine Kupplung wechseln bei 5.000 Euro und so weiter und so weiter. Das heißt, man muss das sich richtig überlegen, welchen Schritt man da geht, weil, wenn da was auf dich zukommt, wird es teuer. So ein Auto macht dir auch Spaß, okay? So ein Auto verbraucht dir auch Sprit. So ein Auto gehst du voll tanken und danach möchtest du eigentlich irgendwo eine Autobahn finden und nur Gas geben. Das machen wir jetzt mal und gehen mal ein bisschen auf den Verbrauch ein. Kommt mit. Das Auto ist eine Waffe. Wir haben eine Endgeschwindigkeit von 324, von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Das Auto ist irre laut. Wir haben jetzt 200 km/h, aber der liegt auf der Straße. Das ist brachial. Du spürst und du fühlst alles auf der Straße. Du fühlst, also das ist so gefühlt, als ob du auf der Straße sitzt. Das ist Wahnsinn. Es sieht auch hinten richtig geil aus, wenn du auf deinen Spoiler guckst und dann da hinten so richtig so Wasser rausschießt. Das ist schon geil. Das ist schon echt geil. Ja, der ist sofort da, der ist laut, der macht so Spaß. Der macht so Spaß. Der macht mir echt Spaß. Das Auto ist einfach brutal. Was sehr, sehr schwach ist, dass ich ab 200 km/h schon meine Scheibenwischanlage funktioniert schon nicht mehr richtig bei 200 km/h. Und das finde ich mega schwach bei einem Auto, was ca. 260.000 Euro kostet. Das geht gar nicht. Also das geht gar nicht mit meiner Scheibenwischanlage. Es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, wenn das nicht funktioniert. Und in dem Falle funktioniert es einfach nicht. Durch meine Scheibenwischer. Und das nervt mich. Das nervt mich richtig. Wir hatten eben eine Reichweite von, als wir losgefahren sind, von 225 Kilometer. Und jetzt, wo wir beides im Sportmodus haben, noch nicht mal den Track-Modus, Sportmodus nur haben und ansatzweise Gas gegeben haben, sind wir ruckzuck auf 90 Kilometer Reichweite. Daran könnt ihr sehen, wie ihr das Auto bewegen könnt. Das Auto hat einen 72 Liter Tank, das heißt, ich tanke immer so ungefähr 110 bis 120 Euro. Man kommt so durchschnittlich 300 bis 350 Kilometer maximal. Aber man kann das Auto dann auch mit 80, teilweise sogar 70 Kilometer leer fahren, wenn man komplett im Track-Modus ist und das Auto sozusagen richtig rannimmt. So, es ist vorbei. Ich bin das Auto gefahren, es macht immer wieder Spaß. Leider hat es geregnet, ihr seht auch hier, das Auto ist nass. Das Auto mag gar keinen Regen, da musst du sehr vorsichtig sein. Wir waren trotzdem im Sportmodus, haben ein bisschen Gas gegeben, das habt ihr ja gesehen. Leider haben die Scheibenwischer uns nicht mehr zugelassen. So, jetzt vergleichen wir mal, jetzt treffen wir mal ein Fazit. Jetzt komme ich auf eure Frage zurück. Wir machen den Vergleich und dieses Mal nicht mit einem Dacia Duster, sondern mit einem Golf 8 1,5 TSI mit 150 PS. Okay? Die Unterhaltskosten pro Jahr fasse ich jetzt mal zusammen, was Versicherung, Steuer und Inspektion betrifft, liegt bei den McLaren bei ca. 5.400 Euro pro Jahr. Das sind monatlich ca. 450 Euro. Die Versicherungswerte sind auf mich berechnet. Jeder hat ja immer höher oder niedriger oder sonstiges, aber die sind jetzt auf mich gerichtet. Bei einem Golf 8 mit 150 PS liegen wir bei jährlich ca. 1.300 Euro. Und pro Monat ca. 110 Euro. Das heißt, wir sind hier ungefähr 4-mal teurer. 4-mal teurer. Ich weiß, dass man die beiden Autos nicht vergleichen kann. Aber ihr wolltet wissen, wie hoch sind die Unterhaltungskosten für so einen Sportwagen. Und man hat immer besseres Gefühl dafür, wenn man
ein normales Auto nimmt, und ich wollte diesmal nicht einen Dacia Duster nehmen. Diese Kosten, die ich jetzt euch aufgezählt habe, sind basiert auf ca. 10.000 Kilometer pro Jahr. Natürlich, wenn du 20, 30, 40.000 oder wenn du das Auto auf 50.000 Kilometer pro Jahr wärst, was absurd ist, aber kommt ja auch mal vor, sind die Kosten natürlich noch höher. Wollt ihr noch mehr Preisvergleiche haben, und wenn ja, schickt mir mal speziell welche Preisvergleiche. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert, und ich freue mich auf nächsten Sonntag um 16 Uhr. Euer Hamid. Ciao.